Man könnte meinen, dass ein Wohnsitz in der Schweiz in Kombination mit einer Stiftung in Liechtenstein das goldene Ticket ist. Aber ist das wirklich so? Mit dieser Frage wollen wir uns einmal in diesem Video auseinandersetzen. Die Stiftung in Liechtenstein ist ja eine hervorragende Struktur, um dein Vermögen zu schützen, um dein Vermögen hier an die zukünftige Generation zu übertragen oder auch um die deutsche Wegzugsteuer zu vermeiden. Gleichzeitig ist die Schweiz das beliebteste Auswanderungsland für viele Deutsche und das schon seit Jahren. Immer mehr Deutsche ziehen aus Deutschland in die Schweiz, denn dort zahlt man bekannterweise geringere Steuern. Auch die Verdienstmöglichkeiten sind natürlich unwahrscheinlich besser als in Deutschland. Die Sachen funktionieren, das Land ist sicherer und natürlich auch noch freiheitlicher und demokratischer als Deutschland und der Rest der Europäischen Union. Da könnte man ja spontan vermuten, dass es sich hier um ein Traumduo handelt. Man setzt eine Stiftung in Liechtenstein auf und zieht in die Schweiz um und hat dann hier für alle Zeiten ausgesorgt. Sozusagen das ideale Setup für die Zukunft. Doch dem ist leider nicht so. Tatsächlich müssen wir dringend davon abraten, in die Schweiz umzuziehen und eine Stiftung in Liechtenstein zu gründen. Beides verträgt sich überhaupt nicht miteinander. Zwar muss man hier bestimmte Abstriche machen bei bestimmten Kantonen. Tatsächlich gibt es Kantone, wo man hier ein positives Ruling im Vorfeld, also eine verbindliche Auskunft der kantonalen Steuerbehörde einholen kann. Insbesondere, wenn eine Stiftung bereits lange existiert, bevor man in die Schweiz umzieht. Zieht man aber in die Schweiz um und die Stiftung wird möglicherweise erst nach dem Umzug gegründet oder die Stiftung wird parallel zum Umzug gegründet, dann muss man davon ausgehen, dass die Schweizer Steuerbehörden hier ihre Krallen ausfahren und die Stiftung nicht anerkennen, Schwierigkeiten in der Schweiz bekommen wirst. Die Gründe dafür sind vielfältig, aber natürlich liegt hier zum einen zugrunde, dass die Schweiz eine Vermögensteuer hat und es natürlich dann überhaupt nicht gerne sieht, dass sich hier ein Ausländer, der in die Schweiz umzieht, um diese Vermögensteuer drückt, indem er eine Stiftung aufsetzt. Hier besteht also die Gefahr, dass die kantonale Steuerbehörde das Vermögen in der Stiftung dem Stifter zurechnet und entsprechend dann der Stifter darauf Vermögensteuer bezahlen muss. Generell muss man auch sagen, dass aus steuerlicher Sicht die Schweiz und Liechtenstein kein sehr gutes Verhältnis haben, wenigstens nicht auf Ebene der Steuerverwaltung. Traditionell ist Liechtenstein das beliebteste Land für Schweizer, die Steuern hinterziehen wollen. Tatsächlich gibt es hier seit Jahrzehnten Schwierigkeiten im Hinblick auf die Kooperation, auf Informationsaustausch zwischen beiden Ländern. Die Liechtensteiner wollen hier keine Informationen zu reichen Schweizern herausgeben, die dort ihr Geld gebunkert haben. Deshalb ist Liechtenstein für die Schweiz genauso ein rotes Tuch, wie die Schweiz für Deutschland ein rotes Tuch ist. Das heißt, du musst davon ausgehen, dass wenn du dich hier präsentierst den Schweizer Steuerbehörden mit einer liechtensteinischen Stiftung, dann ist man dort bereits auf Krawall gebürstet und man kann hier relativ wenig Sympathien erwarten. Wie gesagt, ich habe es vorhin schon angesprochen, es hängt ein bisschen ab von den Kantonen. Besonders schlimm unserer Erfahrung nach ist der Kanton St. Gallen, denn er grenzt ja letztlich an Liechtenstein an. Aber auch der Kanton Schwyz, also eigentlich ja ein Kanton, der sehr zu empfehlen ist. Auch ich habe dort einmal gelebt, im wunderschönen Freienbach. Ist hier nicht besonders gut auf die Liechtensteiner zu sprechen. Auch hier muss man tatsächlich mit Problemen rechnen. Unserer Erfahrung nach ist oftmals der Kanton Zürich eigentlich ziemlich zivil. Also dort kann man durchaus jetzt mit einer gnädigen Behandlung der Stiftung rechnen. Auch der Kanton Zürich hat ja durchaus steuerattraktive Gemeinden. Natürlich nicht die Stadt Zürich, aber eben andere Gemeinden im Kanton, wobei die Steuersätze eben nicht vergleichbar sind mit jenen zum Beispiel in Zug oder in Schwyz. Jetzt fragst du dich vielleicht, ob die Schweizer Pauschalbesteuerung hier nicht die Antwort wäre. Bei der Pauschalbesteuerung, auch Besteuerung nach Aufwand genannt, wird ja hier letztlich ermittelt, was so die Lebenshaltungskosten sind und dann zahlt man darauf Steuern. In der Regel wird ja von minimalen Lebenshaltungskosten zwischen 400.000 und 500.000 Franken ausgegangen.
und darauf zahlt man dann eben Schweizer Steuern. In manchen Kantonen kann das ein Vorteil sein. Allerdings musst du vorsichtig sein, denn wenn du in die Schweiz umziehst und hier die Pauschalbesteuerung wählst, fällst du in Deutschland noch unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht für 10 Jahre und nicht nur über die überdachende Besteuerung, die ja im deutsch-schweizerischen DBA hier mit 5 Jahren angesetzt ist. Also alles ein Für und Wider. Aber grundsätzlich eben ist unsere Aussage klar: Wenn du eine Stiftung gründest in Liechtenstein, solltest du die Schweiz normalerweise vermeiden. Such dir irgendein anderes Wohnsitzland aus, nicht aber die Schweiz. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht geht. Also wenn du jetzt wirklich hier unbedingt diese Kombi haben willst, dann kann man das hier schon natürlich mit einigem Aufwand dann gestalten. Möglicherweise mit 2 Stiftungen. Eine Stiftung gehört der Ehefrau, eine dem Ehemann, mit dem richtigen Kanton. Aber wie gesagt, das sind dann relativ hohe Aufwände. Zu empfehlen ist es sicherlich nicht. Es macht das Ganze durchaus kompliziert. So, das heißt jetzt nicht, dass die Schweiz ein schlechtes Land ist oder dass die Stiftung in Liechtenstein keine gute Struktur ist. Beides können wir unbedingt und zu 100% empfehlen, aber einfach die Kombi ist es, die die ganze Sache verkompliziert. Und vielfach geht es ja eben hier bei unseren Videos und in unserer Beratung auch darum, wie man sich das Leben möglichst einfach macht. Die meisten von uns sind es ja gewöhnt, dass man hier mit dem Heimatfinanzamt laufende Auseinandersetzungen hat. Das Ganze kann man nur als kompliziert beschreiben. Und wenn man dann ins Ausland zieht, möchte man sich natürlich von diesen Komplikationen befreien. Und da macht es dann keinen Sinn, wenn du in die Schweiz umziehst und eine Stiftung in Liechtenstein gründest. Unser Tipp: die beiden besser nicht kombinieren. Wenn auch du über die Gründung einer Stiftung in Liechtenstein nachdenkst, um dein Vermögen zu schützen oder die deutsche Wegzugsteuer zu vermeiden oder aus irgendeinem anderen Grund, oder wenn du dich mit dem Gedanken befasst, ins Ausland umzuziehen, vielleicht in die Schweiz, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als uns genau mit solchen Themen zu befassen. Wir helfen Mandanten beim Auswandern, wir helfen Mandanten, die Steuerlast im Ausland zu optimieren und ihr Vermögen vor dem Zugriff des Staates zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.